Hallo Leute, willkommen zu meinem neuen deutschen Vlog aus Südkorea. Ich habe eine Weile überlegt, ob ich diesen Monat tatsächlich einen neuen Vlog machen soll, weil ich habe das Gefühl, eigentlich wäre noch der November dran gewesen, aber jetzt ist der Dezember schon fast vorbei und ich wollte eigentlich den Monat skippen und einfach im neuen Jahr einen Vlog machen. Und dann habe ich mir gedacht, weil wir nächste Woche verreisen, dass ich euch eigentlich im nächsten Vlog, Anfang nächsten Jahres, Dinge über Weihnachten in Korea erzählen kann, über das neue Jahr, über die Reise. In diesem Vlog werde ich zwar den November skippen, aber ich habe mir gedacht, ich erzähle euch, was im Dezember so passiert ist, weil es sind schon einige Dinge vorgefallen oder es war ein sehr voller Monat. Erst einmal sind wir nach Nepal gereist, Anfang Dezember für eine Woche. Das war mal eine ganz andere Welt für mich. Ich werde jetzt hier nicht so viel darüber erzählen, weil hier geht es ja eher um Südkorea. Aber ich werde auf jeden Fall eine Videoreihe zu Nepal machen. Das heißt, wenn euch das interessiert, im nächsten Jahr kommt dann die Videoreihe über Nepal raus. Also wir waren für eine Woche in Kathmandu und haben relativ viel gesehen. In der Hauptstadt, ein bisschen außerhalb der Hauptstadt. Wir sind auch nach Lalitpur einmal gefahren und wir sind auch zum Everest geflogen. Also falls euch das interessiert, könnt ihr euch dann gerne nächstes Jahr die Nepal-Reihe angucken. Ansonsten, was ist im Dezember eigentlich passiert? Ich habe an einem Projekt einer koreanischen Uni mitgearbeitet. Das war mal auch eine interessante Erfahrung. Das Projekt ist jetzt schon vorbei. Ja, also ich habe die Anzeige zufällig gesehen. Sie haben Deutsche gesucht, die für sie Sachen aufnehmen können, also halt Audios, sprachliche Dinge aufnehmen können und für ein Projekt von denen, wozu ich eigentlich nichts erzählen darf. Deswegen nenne ich hier jetzt auch nicht die Uni und wofür genau die Sachen waren. Also ich kann jetzt einfach nur sagen, ich habe über eine Woche lang recht intensiv viele Sachen aufgenommen, also sprachliche Sachen aufgenommen. Das war halt sehr interessant. Das Projekt ist auch fast vorbei. Also ich habe schon alles aufgenommen, was aufgenommen werden musste. Deswegen warte ich jetzt quasi auf die Rückmeldung nur noch, wo noch ein paar Sachen erledigt werden müssen. Aber das war schon eine recht interessante Erfahrung. Ich habe zwar schon früher mal so kurze Audioaufnahmen gemacht, aber definitiv nicht so intensiv wie diesmal. Also dieses Mal waren es wirklich mehrere Stunden täglich und ich war dann auch noch krank. Meine Stimme war eigentlich im Eimer. Ich habe viel länger gebraucht für die Sache. Aber es war definitiv eine sehr interessante Erfahrung, auch mal mit einer koreanischen Uni zu arbeiten. Bin jetzt gespannt, wie das so ein bisschen weitergeht, ob das jetzt vernünftig abgeschlossen wird oder nicht. Bisher sah das alles sehr seriös aus. Ich hoffe, die Stunden waren jetzt nicht umsonst gemacht. Was noch? Wir sind jetzt auch komplett umgezogen aus Daejeon nach Daegu. Also vorher waren wir so zwischen den Städten hin und her gedümpelt. Das heißt, ich habe meinen eigenen Leibe miterlebt, wie man in Korea so umzieht. Und das war schon sehr krass. Also, wenn man eine Firma beauftragt, dann muss man eigentlich gar nichts selber machen. Weil sie kommen zu euch nach Hause, sie packen alles für euch, also ihr müsst nichts packen, sie packen alles für euch, sie nehmen eure Möbel auseinander, wenn es nötig ist, sie tragen alles runter. Da wir halt in einem sehr hohen Stockwerk gewohnt haben vorher, wäre so dieses Auto. In Korea gibt es so einen Umzugswagen mit so einem Ding, was nach oben fährt, also dass da so eine Plattform ist und dann fährt das Teil so halt hoch und dann wird das alles durch die Fenster meistens alles einfach raus oder reingetragen. Und dadurch, dass wir in einem hohen Stockwerk gewohnt haben, wäre so ein Wagen halt extrem teuer geworden. Also haben wir darauf verzichtet, weil es eigentlich auch über unseren Aufzug ging. Also wurde das alles in den Aufzug gepackt und also unsere komplette Wohnung, wir hatten da eigentlich jetzt nicht so viele Sachen, aber trotzdem, die komplette Wohnung wurde innerhalb von 3 Stunden alles eingepackt, komplett mit Möbel auseinandernehmen, mit allen Schränken leer machen, einpacken, teilweise einwickeln, damit dann natürlich auch nichts kaputt geht und so weiter und so fort. Hat alles 3 Stunden gedauert.
Ich kann mich daran erinnern, in Deutschland hat das mich schon ein paar Tage in Anspruch genommen, meine ganzen Kisten zu packen und sowas für den Umzug. Hier wurde es einfach alles in 3 Stunden zusammengepackt. Die hatten auch spezielle Dinger zum Umwickeln. Zum Beispiel auch für den Fernseher extra keine Box, aber so eine gepolsterte Box quasi. Also es war schon sehr spannend. Die waren halt relativ gut ausgerüstet und hatten jede Menge Sachen da dabei. Und dann, wenn alles zusammengepackt wird, fahren die Leute zur neuen Wohnung und dann packen die das Ganze wieder aus und dann, wenn ihr das wünscht, bauen sie auch die Möbel für euch wieder zusammen. Also eigentlich stellen sie alles wieder dahin in die neue Wohnung, wie das in der alten Wohnung war. Also das war echt interessant. Also das Auspacken hat auch nicht so lange gedauert. Also das ging bei uns ein bisschen schneller, weil wir jetzt auch nicht alles komplett ausgepackt haben wollten. Übrigens, da wurde so dieses Auto mit der Plattform gerufen, weil ich glaube, es gab ein Problem mit dem Aufzug. Das heißt, es ging nicht anders. Es musste durch die Fenster alles rein. Das war ein Erlebnis und einfach nur die Sachen reintragen, also einfach nur reintragen, abstellen, hat 1 Stunde gedauert. Also das war ein echt schneller Umzug, muss ich sagen. Ich bin immer noch so ein bisschen am Auspacken, aber der Weihnachtsbaum steht auf jeden Fall schon mal. Was noch? Ja, der Winter ist in Korea eingebrochen. Das fand ich auch sehr interessant, wie denn das Wetter sein wird, vor allem jetzt, wo wir in Daegu sind, weil Daegu schon südlicher ist als Daejeon. Und für mich war die Frage, wird das hier eigentlich schneien? Weil ich weiß, dass in Ulsan und Busan es eigentlich also in Busan schneit das glaube ich nie. In Ulsan schneit es extremst selten und wir sind halt ein bisschen nur nördlicher. Und in Daejeon hat es letztes Jahr schon nicht so viel geschneit. Es hat geschneit, auf jeden Fall auch gut geschneit, wenn es mal geschneit hat, aber trotzdem halt nicht so oft, nicht die ganze Zeit und so weiter. Und da war ich gespannt, wie das denn in Daegu sein wird. Bisher habe ich hier 2-mal Schnee gesehen. Einmal so ein bisschen leichter Schnee, der quasi nach 10 Minuten schon aufgehört hat oder nach einer halben Stunde. Da ist auch nichts liegen geblieben. Und gestern früh hat es auch morgens, wo es noch Minus war, da hat es auch richtig schön geschneit. Aber nachmittags ist es warm geworden und dann ist halt aus Schnee ist Regen geworden und dann nach ein paar Stunden war auch wieder alles weg. Aber für ein paar Stunden sah es schön weiß aus. Dafür hat es in Daejeon, als wir umgezogen sind an dem Tag, es hat extremst geschneit. Es hat so viel geschneit. Wir waren froh, dass die ganzen Sachen schon längst im Wagen waren und wir eigentlich nur noch losfahren mussten. Es war schön, dass uns Daejeon so verabschiedet hat. Ich habe mich gefreut, mal den Schnee zu sehen. So richtig dicke Flocken. Richtig, richtig, richtig schön am Schneien. Ich habe auch gehört, in Seoul waren es irgendwie ein paar Tage lang -10. Es hat auch extremst geschneit. Es ist halt sehr interessant zu sehen, dass hier der Winter, obwohl Korea so klein ist, von Norden nach Süden, dass es im Norden echt sehr kalt sein kann. Also es kann durchaus sein, dass es in Seoul -10, -15 Grad sind im Winter. Und es kann durchaus viel schneien, dafür aber im Süden einfach mal nichts ist. Also im Süden ist das einfach, es schneit einfach nie im Süden. Jeju ist nochmal was anderes. Also heute habe ich gehört, dass also bis Samstag wohl noch extrem sibirische Temperaturen sind und auch auf Jeju extrem viel schneien wird. In den Bergen bis zu 50 Zentimeter Schnee. 50, nicht 50. Auf Jeju schneit es gerade in den Bergregionen extremst viel auch wenn Jeju im Süden ist. In Busan halt gar nicht. Busan, Ulsan normalerweise nicht. Daegu, wie ihr seht, so ab und zu mal. Also schon einige Sachen diesen Monat bereits passiert sind. Wie gesagt, wir verreisen an ein paar Tagen, also mal gucken, was so zwischen Weihnachten und Silvester passiert. Ich werde es euch auf jeden Fall im nächsten Video erzählen und zeigen. Und bis dahin wünsche ich euch wunderschöne Feiertage, schöne Weihnachten, einen guten Rutsch und wir sehen uns, hoffentlich sehen wir uns im neuen Jahr wieder. Ciao!